Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Letzte Woche, in Teil 31 dieser Serie, ging es um Landbahnhöfe im Allgemeinen. Diese Woche geht es eher um die Ortsgüteranlage, eventuelle Anschlussgleise und eventuelle Lokstationen. Dazu werden einige Bahnhöfe in Hessen und in Nordrhein-Westfalen betrachtet. Doch kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Wegen der vielen Nachfragen habe ich mich jetzt entschlossen, meine Modellbahnplanungen auch professionell anzubieten. Von der Planung einer kompletten Multideckanlage bis hin zum kleinen Firmenanschluss ist eigentlich alles möglich. Die Kontaktmöglichkeiten zu Thorstens MOBA-Planungsdienst sind unten rechts in Gelb hervorgehoben. Die genaueren Details folgen in den nächsten Wochen, aber wer will, kann jetzt schon Kontakt zu mir aufnehmen. Aber nun wieder zurück zum gewohnten Ritual. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis: Über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Landbahnhof, sonstige Anlagen, was soll das denn sein? Naja, je nach Aufgabe hatten die Landbahnhöfe Lokstationen, Ortsgüteranlagen und Anschlussgleise. Und auf die Sachen wollen wir halt mal einen Blick werfen heute. Allerdings wird es nicht so ganz einfach, weil ich ein bisschen zu spät angefangen habe zu fotografieren. Mit anderen Worten, ich habe keine eigenen Bilder aus der Zeit, als die Ortsgüteranlagen noch aktiv waren. Das heißt, wer Bilder von der aktiven Zeit dieser Anlagen sehen will, der muss halt eben die Internetsuchmaschinen bemühen. Von allen hier aufgezählten Anlagen dürfte wohl die Lokstation die unbekannteste sein. Im Grunde genommen war eine Lokstation ein Kleinst-BW mit minimaler Ausstattung. Um doch mal wieder was fürs Auge zu bieten, muss ich mal wieder den Endbahnhof Hüttengesäß der Hanauer Kleinbahn bemühen. In der linken Spalte der Collage ist der Lokschuppen des ehemaligen Bahnhofs Hüttengesäß zu erkennen. Von den Gleisen der 1931 in Konkurs gegangenen Hanauer Kleinbahn ist natürlich nichts mehr übrig. Aber ich hatte mal die Möglichkeit, den originalen Gleisplan des Bahnhofs Hüttengesäß zu fotografieren. Von diesem Plan habe ich eine Illustration abgepaust und die ist hier im Bild zu sehen. Es ist der untere Plan. Oben drüber ist die Spur-0-Umsetzung dieses kleinen Bahnhofs. Wie dem auch sei, da die Hanauer Kleinbahn nach dem preußischen Kleinbahngesetz von 1896 gebaut wurde, musste an jedem Endpunkt eine Versorgungsstation sein. Gemeint ist natürlich eine Versorgungsstation für die Fahrzeuge. Das Personal war damals noch verhältnismäßig egal. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Lokstation, denn hier ist eine. Eine Lokstation kann also im Extremfall so wie hier nur aus einem einzigen Gleis bestehen. Die Bekohlung erfolgte manuell, wenn man Glück hatte, war ein Kran vor Ort. War das nicht der Fall, hieß es Kohlen schleppen. Ein weiteres typisches Merkmal von Landbahnhöfen sind Ortsgüteranlagen. Im Fall des Bahnhofs Hüttengesäß gab es sogar an jeder Längsseite ein Freiladegleis. Auch ein Güterschuppen ist zu erkennen, aber für Gleiswaage und Ladelehre habe ich keine Anhaltspunkte gefunden. Zwar sind die beiden letztgenannten Geräte nicht zwingend erforderlich, aber sie bieten reizvolle Motive für die Modellbahn. Ein weiteres typisches Merkmal von Landbahnhöfen waren Anschlussgleise. In dieser Illustration, die dem Bahnhof Pfungstadt ähnelt, habe ich die verschiedenen Gleise nach verschiedenen Funktionen farblich geordnet. Links oben in blau eingezeichnet sind die Gleise der Lokstation in Pfungstadt. Die Ortsgüteranlage ist in grün eingezeichnet. Naja, genau genommen gab es in Pfungstadt 2 Gütergleise. Das im Plan obere Gleis diente wohl dem Schüttgutumschlag. Für alle weiteren Güter war wohl das im Plan untere Gleis zuständig. In Rot eingezeichnet ist der Gleisanschluss der örtlichen Brauerei. Sie hatte wohl auch erheblichen Anteil daran, dass diese kaum 2 Kilometer lange Stichstrecke überhaupt gebaut wurde. Um mal ein Raumgefühl für eine Umsetzung des Bahnhofs in H0 zu geben, habe ich hier mal einen Gleisplan erstellt. Der Gleisplan ist merklich verdichtet, trotzdem ist der Bahnhof noch rund 4,50 Meter lang. Die Farbgebung der Gleise folgt der Logik der eben gesehenen Illustration. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie raumgreifend selbst sehr kleine Bahnhöfe sein können. Besonders vor diesem Hintergrund wird klar, wie abstrus die gelegentlich aufkommende Frage nach Rangierbahnhöfen in H0 ist. Denn letztendlich geht es da nicht wie hier um einige 100 Meter, sondern um einige Kilometer. Nach einem Landbahnhof an einer kurzen Stichstrecke kommen wir nun zu einem Landbahnhof an einer Hauptstrecke. Es ist der bereits mehrfach vorgestellte Bahnhof Bruchköbel. Allerdings sieht er anders aus als früher, denn ich habe auf einem Messtischblatt aus dem frühen 20. Jahrhundert entdeckt, dass die örtliche Ziegelei unweit des Bahnhofs auch einen Gleisanschluss hatte. Allerdings zeigt die Illustration den Zustand Mitte des 20. Jahrhunderts. Der entscheidende Unterschied ist, dass der Gleisanschluss der Ziegelei eine Schutzweiche hatte.
Durch sie waren die Züge auf der Hauptstrecke gegen Flankenfahrt aus dem Anschlussgleis geschützt. Entdeckt habe ich diese Informationen auf der Webseite susudata.de. Es ist eine Verbindung aus Google Maps und alten Messtischblättern. Der entsprechende Link ist in der Videobeschreibung zu finden. Aber in Bruchköbel ist auch eine für Landbahnhöfe wirklich ungewöhnliche Sache zu finden. Die Ortsgüteranlage ist komplett elektrifiziert. Bei der Gelegenheit könnten wir uns sowieso gerade mal ein bisschen am Bahnhof Bruchköbel umsehen. Jetzt gibt es erstmal ein paar Bilder vom Bahnhof Bruchköbel ohne weitere Kommentare. Die Betonschwellen auf den Gleisen sind übrigens ein recht hilfreicher Orientierungspunkt. Hier ist ein Bahnhof, an den ich am Anfang des Filmes überhaupt nicht gedacht hatte. Der Bahnhof Assenheim in Niddertal-Assenheim. Ebenso wie der Bahnhof Bruchköbel liegt er an der Strecke Friedberg-Hanau. Die Empfangsgebäude von Bruchköbel und Assenheim unterscheiden sich zwar optisch auf den ersten Blick, aber ich könnte wetten, dass sie nach denselben Plänen entstanden sind. Schön ist hier auf jeden Fall, dass der Güterschuppen noch vorhanden ist und als solcher auch erkennbar ist. Das einzige Gleis, das hier abgebaut wurde, ist offenbar das zum Güterschuppen hin. Da aber auch keine Spuren des Ausbaus der Weiche mehr zu erkennen sind, kann es gut sein, dass dieses Gleis schon vor längerer Zeit abgebaut wurde. Und hier die ehemalige Ladestraße des Bahnhofs. Der Blick geht in Fahrtrichtung Hanau. Wenn man sich rumdreht und ein paar Meter in Fahrtrichtung Friedberg geht, dann bekommt man dieses Bild zu sehen. In meinen Augen ist das auch ein sehr schönes Motiv. Ein nicht ganz ländlicher Gleisanschluss von modellbahning.de. An dem ehemaligen Bahnhof Porzheuma findet seit 1991 kein Personenverkehr mehr statt. Er ist also noch nicht einmal vom Bahnhof zum Haltepunkt degradiert worden, er ist einfach aufgegeben worden. Was aber noch stattfindet, ist ein wenig Güterverkehr, um die nahegelegene Müllumladestation zu versorgen. Jetzt könnte der Einwand kommen, das ist doch noch Köln, das ist doch kein Landbahnhof. Das stimmt zwar formal gesehen, aber irgendwie auch wieder nicht, denn letztendlich liegt die Bahnanlage zwischen Königsforst und Warnerheide. Es ist also der durchaus schon ländlich geprägte Stadtrand von Köln. Und die eingleisige Hauptstrecke, an welcher der Bahnhof liegt, wird keine 10 Kilometer später zur Nebenstrecke. Das hier ist also kein Landbahnhof im engeren Sinne, aber man kann ihn schon dazu rechnen. Ich habe ja eine gewisse Vorliebe für ungewöhnliche Motive.
Und eine Müllumladestelle auf der Modellbahn, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Motiv. So, das war's wieder mal für heute. Was darf's denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch. Das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.